Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir uns hier an, worum es jetzt geht. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau. Lichtbahnen oder Bahnen des Lichts. Neuronen verknüpfen. Plötzlich war alles anders, sagen sie. Noch versuchst du etwas zu greifen, doch du tust schon so, als hättest du es gegriffen. Selbstverständlich hat es mit dir selbst zu tun, mit der Selbstakzeptanz. Liebe Jungfrau, es wird intens, doch keine Bange. Wir gehen dem auf die Spur. Und vor allem wirst du genaueste Inputs bekommen, wie du es am besten anpackst. So, die Selbstakzeptanz. Warum fällt es so vielen schwer, sich selbst zu akzeptieren? Im Außen, im Innen, überhaupt und sowieso. Weil wir uns als unvollkommen wahrnehmen. Der andere ist hübscher, der andere kann das viel besser, der andere hat eine bessere Figur, der andere verdient mehr Geld. Ich will das auch, ich will das auch, ich will das auch, ich will das auch. Was bedeutet, wir sind in diesem Falle vollkommen aufs Außen projiziert und nehmen gar nicht wahr, was wir haben. Wir nehmen nur wahr, dass wir das so in dieser Form nicht haben. Ja, so in dieser Form. Du hast es in einer anderen Form. Warum möchtest du es in genau dieser Form haben, wie es der andere hat? Vielleicht wäre, wenn du die Form, die du bereits hast, diese anerkennst, in Dankbarkeit annimmst, die darauf folgende Form noch eine viel, viel bessere, für dich passendere. Ja, und eben dieses ist das Hamsterrad. Die Erwartungen an die anderen, an sich selbst, die Frage nach dem Warum die anderen dieses und jenes haben, besser können als du. Das ewige Hamsterrad, liebe Jungfrau, das ewige Hamsterrad. Benutzt du denn deine Skills, deine Tools, die du mitgebracht hast in dieses Leben, die du weiterentwickelt hast im Verlaufe dieses Lebens? Oder bist du nur eine billige Kopie? Ja, harte Worte, denk drüber nach. Wir gehen davon aus, dass du ein Original bist. Denn, wie du ja weißt, Originale sind Unikate, nicht? Du bist ein Unikat. Es gibt dich nur einmal, liebe Jungfrau. So, was gibt es da zu kopieren? Die Wahrnehmung deiner selbst ist hochverschuldet. Ja, hochverschuldet. Wer ist denn schuld daran, wie du dich wahrnimmst? Ja, da fallen dir jetzt ganz viele ein. Die Schuld ist von der, dem, diesen und jenen. Wir möchten deinen Fokus mal auf die Energie und die Frequenz deiner Emotionen bringen.
Die sind nämlich dafür verantwortlich, wie du dich wahrnimmst. Die sind dafür verantwortlich, wie du die anderen wahrnimmst. Versuchen wir diese mal ein bisschen runterzufahren, indem wir sie genau anschauen. Deine Emotionen, deine, meine, alle unsere, sind immer Boten, die uns auf etwas aufmerksam machen wollen. Es geht aber darum, genau diesen Boten die Zuwendung, Wahrnehmung, Beobachtung zu geben, mit ihnen umgehen zu können. Es ist so, ein Beispiel. Du wirst beschimpft aufs Gröbste, aufs Unverschämteste. Erst wirst du lächeln, verunsichern und sagen, ist das dein Ernst? Dein Gegenüber hört nicht auf und versucht dich wirklich in Grund und Boden zu reden, dich fix und fertig zu machen. Bis irgendwann, beim einen früher, beim anderen etwas später, sich etwas in dir regt, dir sagt, was, du lässt so mit dir sprechen und dann wirst du wütend. Wahnsinnig wütend. Ein großer Streit bricht aus. Und du wirst zu deinem Gegenüber sagen, du bist schuld an diesem Streit, denn du hast mich ja beschimpft. Ja. Schuld ist inexistent. Es ist ein böses, erfundenes Wort, auf das sich ein jeder von uns schuldig fühlt. Immer wegen allem. Nicht der andere ist schuld. Deine Emotionen sind dafür verantwortlich. Die Wut ist in dir. Du hättest dich umdrehen können und gehen. Du hättest dein Gegenüber umarmen können. Du hättest in Gelächter ausbrechen können. Du hättest dich relaxed hinsetzen können und dem ganzen Szenario zusehen, zuhören oder währenddessen an die Wand gegenüber blicken können. Du hast dich verteidigt. Meinst du zumindest. Und all das ist so eine Kraftanstrengung. Du hast gar keine Kraft mehr, um das Hamsterrad am Laufen zu halten. Stattdessen möchtest du die Leichtigkeit. Ganz klar, jeder möchte sie. Doch die stellt sich dann ein, wenn du erkennst, wo du dich selbst hineinbuxiert hast und dich da wieder selbst herausbuxierst. Ja, jetzt wirst du sagen, oh Gott, so viel muss ich dann machen und unmöglich, weil ich hier und da und hier. Liebe Jungfrau, weißt du, was du dazu brauchst? Nur dich und die Entscheidung dazu. Wir sind gesegnet. In jeder Millisekunde unseres Lebens haben wir die freie Wahl zu entscheiden. So hast du die Wahl zu entscheiden, wie du reagierst oder wie du antwortest. So hast du die Entscheidung, jetzt ist Schluss zu sagen. Aber nicht dem Gegenüber, das dich da beschimpft, sondern dir selbst.
Du hast eine Verantwortung dir selbst gegenüber, liebe Jungfrau. Ja, du. Eigentlich hast du sie nur dir selbst gegenüber. Und so sei doch verantwortlich genug, dich von hier, dem kraftlosen Erschöpfungszustand, der Dauerschleife, hierhin zu beamen. Alles fängt immer mit einer Entscheidung an. Yes! New beginnings. Die Entscheidung zur Leichtigkeit. Die Entscheidung zur Annahme. So wie ich bin, so gehe ich. Dort, wo ich gehe, bin ich. Jedes Unikat ist in sich perfekt. Ganz egal, ob es der Norm und dem Standard entspricht, was irgendwer irgendwann mal aus irgendeiner Laune heraus festgelegt hat. So, dies erkannt, Gefahr gebannt. Denn die Jungfrau plötzlich, ganz unerwartet, nachdem die Entscheidung gefallen ist, getroffen worden ist, verinnerlicht und integriert worden ist, weil du es dir wert bist, kommt alles so und noch viel besser, wie du es dir gewünscht hast. Die Öffentlichkeit, sie hört. Unabhängigkeit, sie bleibt. Ideenreichtum wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Und die Sonne, die dir erst in den Rücken geschienen ist, lacht dir ins Gesicht. Wir machen weiter. Im Extended, liebe Jungfrau. Es bleibt spannend. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.